Hallo, schön, dass du da bist. Wir haben heute ein ganz tolles Thema. Ja, Fülle. Leben. Genau. Ja, wir haben gerade diesen 3-tägigen Online-Kurs auch draußen, der gratis ist. Und ja, ist mega schön. Es haben sich schon ganz viele Leute angemeldet, ganz viele Leute mitgemacht. Wir haben ganz viel Feedback auch bekommen und wollen da vielleicht jetzt wie nochmal so tiefer, weil so Fülle ist sowas irgendwie. Wird wahnsinnig missverstanden. Halt. Ja, interessiert es alle und jeder möchte es und gleichzeitig ist es mega schwierig und es wird viel missverstanden, ja. Was ist eigentlich wirklich Fülle? Und ja, deshalb wollen wir da heute mal ein bisschen tiefer oder vielleicht noch ein bisschen mehr dazu sagen, weil es auch mega interessant Das stimmt, ja. über das Thema, ne? Mhm. Weil alle wünschen sich ja auch irgendwie so vielleicht mehr Geld oder mehr Fülle im Leben, mehr Erlebnisse, ne, oder Bereicherung vom Leben und so. Und unser Ansatz, finde ich, ist schon halt mega einzigartig, dass wir aus der anderen Richtung eigentlich anschauen. Ja, so das Gängige ist ja, wie man will die Fülle. Also das heißt, ich gehe zu der Fülle oder ich erschaffe die Fülle. Also ganz viel ist ja, ich kann das mit meinem Mind, ich kann Fülle erschaffen, ich kann das manifestieren. Das ist so das Gängige, was man kennt. Ja. Und ja, was... Und wo die meisten scheitern eigentlich dran. Ne? Genau. Ein paar wenige schaffen es wie so bis in die Fülle rein und dann haben alle das Gefühl irgendwie, das ist vielleicht der Weg, das ist der Weg und so. Ne? Aber wie so deine persönliche Fülle tatsächlich erleben kannst oder dass du wirklich erfüllt bist, das geht eigentlich nur auf den anderen Weg, indem man sich eigentlich den Mangel anschaut. Ne? Da gibt es ja auch so dieses Beispiel mit positiv denken und negativ denken. Ne? Wenn man sich vorstellt, wenn man positiv denkt, also jeden Morgen irgendwie aufsteht, positiv denkt, den ganzen Tag verbringt, sich immer wieder dran erinnert und so und einfach so lebt, ne? Hat es einen Impact auf dein Leben. Und wenn du aber die Möglichkeit hast, negatives Denken aufzugeben, also nur stückweise negatives Denken aufzugeben, was hat einen größeren Impact auf dein Leben? Und das ist so mega erstaunlich, dass eigentlich das Loslassen vom Negativen, vom Mangel, den größten Impact auf dein Leben hat. Und nicht die Ausrichtung eigentlich auf positiv. Ja, weil man kann sich das vielleicht so vorstellen. Wir sind alle schon voll. Also wir sind voll von Negativität. Wir sind voll von Mangel. Wir sind voll von ich brauche. Also wir haben eigentlich ein wahnsinniges, man könnte sagen, wie so ein Bedürfnisloch und versuchen die ganze Zeit, das zu stopfen und alle Informationen, die kommen, alle Gedanken, die kommen, alle Menschen, die kommen in unser Leben, alles Geld, alles, was irgendwie im Außen da ist, damit versuchen wir, dieses Loch zu stopfen und zu füllen. Und komischerweise ist es nie wirklich voll. Ja, genau. Ne? Also komischerweise ist das wie so ein ewiges Loch. Und man könnte sagen, wir sind ja schon voll. Also wir versuchen das ja schon mit diesem im Außen uns zu füllen. Und ganz viele Menschen haben auch schon gemerkt, dass das nicht funktioniert. Ne? Ja. Also dass wir uns noch so füllen können mit Reichtum und Wissen und Partnern. Ja, also viele kommen eigentlich ja zu uns, wo Manifestieren ausprobiert haben, das Wünschen, das Positivdenken und so. Ne? Und wie wir ja auch eigentlich gemerkt haben, das passt für uns nicht, also es stimmt wie nicht. Ja, Ne? es hat nicht den Erfolg oder es erschafft nicht die Fülle, Ja. die einen wirklich füllt. Kann ja auch gar nicht, ne? Weil wir eigentlich immer nach draußen eigentlich wie suchen. Und das, was die Wahrheit ist, dass wir hier diese Fülle sind. Und das kann man nur erleben, indem man loslässt. Ne? Und wir können schon das Positivdenken loslassen, das Manifestieren loslassen. Ne? Wenn wir das loslassen, was bleibt dann aber noch übrig? Es bleibt immer noch die Negativität oder der Mangel übrig. Ne? Also ist eigentlich der wirkliche Weg ins Kreieren und in die Fülle, ist im Loslassen, eigentlich im Entdecken und Erforschen von dem, was tatsächlich Mangel ist und dem Loslassen. Das hat den größten Impact eigentlich auf unser Leben. Ja, deshalb ist eigentlich
Fülle ist weniger. Ja. Also nicht, dass wir versuchen zu füllen, sondern dass wir versuchen, das, womit wir schon voll sind, also mit unserer Negativität, mit unseren vielleicht auch Schmerzen, mit unseren negativen Gedanken, mit unseren Mangelempfindungen, das loszulassen, also das zu hinterfragen, ob das wirklich stimmt, also ob der Mangel, den ich empfinde, die ganze Zeit, ob der wirklich wahr ist oder ob der nicht die ganze Zeit in meinem Mind immer wieder aufgebaut wird und ich das dann so empfinde und sich darum zu kümmern, weil wenn ich den Mangel anfange loszulassen, also wenn ich merke, so viel Mangel, vielleicht stimmt das gar nicht und ich kann nur ein kleines bisschen von meinem Mangel oder ein kleines bisschen von der Negativität loslassen, die in mir ist, kommt plötzlich wie so ein Aufatmen. Ja, kommt gerade Space rein, Da kommt Raum rein, ne? ne? Und der Raum Ja. ist Fülle. Ja. Nicht die Fülle im Außen, sondern es kann eigentlich, wenn ich das schaffe, das loszulassen, diese Negativität oder den Mangel in mir, fühlt es sich in mir leichter an, fühlt es sich in mir freier an, schöner an. Also erst dann kann wirkliches Glücklichsein empfunden werden. Das Glücklichsein ist nicht in dem Außen. Also klar, so diese kurzen Momente von Juhu, ich habe irgendwas erreicht. Aber dieses tiefe Glücklichsein, das ist hier in uns. Deshalb finde ich das so eine tolle Botschaft eigentlich, dass dieses sich beschäftigen eigentlich mit dem Mangel und dieses Loslassen eigentlich, die Leere, also die Leere dieses Nichts, ne, dass da eigentlich die tatsächliche Fülle erscheint und nicht eigentlich dieses Wunschdenken oder dieses Versuchen zu manifestieren oder immer versuchen positiv zu sein und so. Ne? Nein, wir müssen uns eigentlich nur mit dem beschäftigen, was können wir loslassen? Was können wir loslassen in unserem Leben, was uns eigentlich Leid wie auferzwingt? Ja, genau. Ne? Das ist schön. Und wenn wir darauf schauen und nur ein kleines Stück Leid loslassen oder Mangel loslassen, wird sofort eigentlich diese Weite da sein und mehr Fülle eigentlich in unserem Leben sein. Ne? Und das ist was, wo unsere Teilnehmer von den Gruppen oder so ja auch eigentlich erzählen. Sie kriegen eigentlich wie nichts mit bei uns, sondern wir helfen ihnen eigentlich Sachen loszulassen. Ja. Das ist eigentlich das größte Geschenk. Die größte Heilung ist Loslassen. Loslassen von traumatischen Sachen, von alten Geschichten, von Glaubensmustern. Ne? Es ist nie eigentlich was Neues. Ne? Also du kriegst wie nichts Neues eigentlich bei uns, sondern du kannst Sachen erforschen und loslassen. Und genau, und dadurch kann was Neues in dein Leben kommen. Ja. Also du kannst eigentlich erst was Neues erfahren, wenn du was Altes losgelassen hast, weil wenn du voll bist von dem ganzen Alten, hat ja gar nichts Neues Platz. Also du bist gar nicht aufnahmefähig für irgendwas Neues. Ne? Und das ist eigentlich so paradox zu dem, was wir alle so denken, wie das funktioniert. Ja. Ne? Und das ist für den Mind, denke ich, ist das mega hart. Ne? Der hat so das Gefühl, ich muss das fest... Der versucht sie auch wie richtig zu machen. Ne? Der versucht wie die Fülle wie zu ermöglichen, ne? Indem er dir Ziele gibt oder... für den Mind ist so positives Denken oder Manifestieren oder ich muss mir das vorstellen, immer ich muss das fühlen oder vorstellen und so. Das sind so die Krücken vom Mind, wie er meint, dahin zu kommen. Ne? Aber dass in der Essenz ist, dass der Mind still werden muss. Ne? Der Mind muss wie still werden. Also du musst Stille erfahren, um tatsächliche Fülle zu erleben. Ne? Das ist was, wo wie außerhalb vom Mind kommen muss. Ne? Das ist ein Bereich, wo der Mind eigentlich wie stiller wird. Ne? Und dann ist die tatsächliche Fülle da. Ne? Die ist da. Und dann ist man die Fülle und aus dem lebt man. Und aus dem erschafft man. Ja, Also genau. das wirkliche Kreieren kommt aus dem. Ja. Ne? Aus der Stille, aus dem Raum, der nicht gefüllt ist, sondern wo ich wie in Verbindung bin mit dem Leben, mit mir selber, mit dem, was ich fühle, mit dem, was echt ist.
aus dem heraus kommt plötzlich der Impuls, was zu kreieren. Und das ist sicher was ganz anderes, als der Mind sich vorstellt, was ich kreieren muss. Ne? Ja, und ich finde das, ja, muss ich mal wieder sagen, ich finde das mega schön. Jeder Mensch, der wie so merkt, wenn das nicht funktioniert, also das wie so zu merken, ich muss loslassen. Ja. Ich muss loslassen. Und deshalb nur so ein Stück Negativität, ein Stück negative Gedanken oder Grübeln über was oder Problematiken, die immer wieder irgendwie kommen oder so, die loszulassen, gibt so ein Aufatmen einem schon, ne? Gibt schon einem so eine Freiheit, ne? Und das ist eigentlich der Weg zur tatsächlichen Fülle. Es ist nicht der Geldbeutel oder die Reise, die wir uns wünschen. Das sind alles wie du eigentlich gesagt hast, es fängt eigentlich von da an, aus dieser Leere wird kreiert, aus dieser Leere, aus dem Nichts wird kreiert. Ne? Und aus dem ist der Reichtum eigentlich unerschöpflich. Ne? Ja. Es ist wie für alle da. Ja. Für alle. Ne? Und das ist eigentlich den wirklichen Reichtum, den wir uns eigentlich wünschen, ist der für alle da ist und nicht nur für uns.